gibt's nicht. Heute im Review der 50 € Fake-Fußballschuh von Jadon Sancho. Ihr habt richtig gehört, Leute, das ist tatsächlich ein Fake-Fußballschuh. Ich muss sagen, von der Optik fällt das Ganze fast nicht auf, beziehungsweise auf den ersten Blick überhaupt nicht. Deshalb würde ich sagen, schauen wir uns doch zunächst erstmal die Optik an. Hier haben wir also beide Schuhe, einmal das Elite-Modell und einmal das Fake-Modell, und ich muss sagen, man kann es eigentlich tatsächlich nicht erkennen, was denn hier eigentlich der Unterschied sein soll. Auch die Innenseite zum Vergleich, beide Schuhe eigentlich so gut wie identisch, deshalb würde ich sagen, das müssen wir uns jetzt erstmal im Detail anschauen. Hier haben wir also beide Exemplare und auf den ersten Blick, wie gesagt, fast kein Unterschied. Hier nochmal zum Vergleich, das ist der Top-Schuh, das Top-Modell von Jadon Sancho. Hier auch auf der Innenseite Pop-In 24 Hours. Das schauen wir uns mal als erstes an, denn hier gibt es schon einen kleinen Unterschied. Man sieht nämlich, dass die Farben hier nicht ganz so intensiv sind wie beim Jadon Sancho Elite Schuh. Ich zeige euch mal im Vergleich. Kann man, glaube ich, ganz gut erkennen, dass es hier so einen kleinen Unterschied gibt. Auch beim Fake-Schuh fällt auf, wir schauen mal hier in die Innenseite, dass es hier nicht so allzu sauber verklebt ist. Und auch was auffällt, die Sohle befindet sich hier, den Kleber, den kann man ganz gut erkennen, dass hier die Sohle geklebt ist, beziehungsweise ist normal, aber dass man den Kleber erkennt, ist nicht normal. Auch hier hinten ein bisschen. Aber ich muss sagen, von der Optik kann man bei diesem Fußballschuh definitiv nicht meckern. Ich weiß es nicht, wie euch geht, aber so auf den ersten Blick fällt es nicht allzu krass auf, dass wir hier einen Fake-Fußballschuh haben. Klar, wenn man noch mal ein bisschen genauer hinschaut, fallen natürlich noch ein paar Unterschiede auf, wie zum Beispiel die Socke. Aber ich muss sagen, als absoluter Laie ist es hier tatsächlich schwer zu erkennen, ob es ein Fake-Fußballschuh ist oder nicht. Ich erkläre euch noch im Video, woran man es denn erkennen kann. Aber man muss sagen, für die Optik kann man hier auf jeden Fall sagen, dass der Fußballschuh ein gutes Ergebnis bekommt, weil er, wie gesagt, nur 50 € kostet und dem Original sehr, sehr nahe kommt. I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the back like here I go again. Outside says the chirp, now the camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper long? 8-day wake up and I thank God. Bad decision got you wishing you could say nah. My city gritty, you could get hit any day now. On my mama, I'ma move my family way out. With some 20s, 50s, hundreds, thousands, millions, billions, trillions, zillions. I'm talking Amazon money, talking so much money I could mess. Machen wir weiter mit dem Ballgefühl und Touch im Fake-Fußballschuh von Jadon Sancho. Und hier gibt es meiner Meinung nach die erste Überraschung, denn das Ballgefühl ist tatsächlich gut. Kann ich tatsächlich nicht anders sagen. Wenn man den Schuh mit dem Top-Schuh von Jadon Sancho, der Nike Superfly, vergleicht, fällt natürlich ein Unterschied auf. Nichtsdestotrotz ist das Obermaterial tatsächlich relativ soft, nach der Einlaufphase sogar noch etwas mehr, weshalb ich hier extrem überrascht bin, was das Thema Ballgefühl angeht, denn es gibt hier ein gutes Ergebnis. Kommen wir zum vermeintlichen Problempunkt von den Fake-Fußballschuhen im Allgemeinen. Ihr habt es auch im letzten Review gesehen, und zwar beim Fake-Fußballschuh von Kylian Mbappé, das Thema Stabilität. Da konnte man den Fußballschuh einfach zusammenklappen. Ich muss sagen, hier hatte ich genau das gleiche Bedenken, dass bei diesem Fußballschuh die Stabilität auf jeden Fall nicht vorhanden ist. Aber ich muss sagen, deutlich besser als beim letzten Fake-Fußballschuh, sogar vergleichbar mit dem Top-Fußballschuh, zumindest was die Stabilität angeht. Beim Lockdown, muss ich sagen, war ich tatsächlich auch überrascht. Bisher gibt es tatsächlich bei diesem Fußballschuh keinen Haken, denn die Stabilität und der Lockdown waren angenehm. Die Passform ist fast identisch zum Top-Fußballschuh und auch der Lockdown kann mithalten. Ist natürlich noch auf jeden Fall ein Unterschied vorhanden zum Top-Schuh. Das ist aber auch beim Preis der Faktor, denn über 220 € liegen zwischen diesen beiden Fußballschuhen. Also ich habe den Fußballschuh jetzt ein bisschen angehabt und ich muss sagen, das Thema Stabilität ist auf jeden Fall deutlich besser als das letzte Modell. Man muss sich aber dennoch daran gewöhnen, denn man spürt die Stollen, vor allem die vorderen Stollen auf jeden Fall am Fuß, weil die Sohle sehr, sehr dünn ist. Sprich, man hat so, Druckpunkt ist vielleicht falsch, aber es fühlt sich so an, als hätte man quasi im Socken nochmal einen Socken.
Ist jetzt nicht groß störend, aber muss man sich auf jeden Fall dran gewöhnen. Hat man natürlich beim Topschuh eher nicht das Problem. What you gonna do? Play with the sticks, yeah. Die in the streets. Cook that bro with the team. They got a feast, yeah. I made that beat go bang. I couldn't choose the grain. I had to make my lane. How many? Bisher hatte ich bei diesem Fußballschuh, wie gesagt, fast nichts zu bemängeln. Jetzt kommen wir aber natürlich zum kleinen Haken, denn der Preis muss natürlich auch so ein bisschen was Negatives am Fußballschuh bieten, denn sonst würde er nicht so günstig sein. Das ist natürlich das Thema Verarbeitung und Haltbarkeit. Zum einen fallen natürlich ein paar Unsauberheiten auf, vor allem auf der Innenseite, wo sich auch relativ schnell die Naht lösen kann. Und vor allem das Thema Sohle ist hier ein großes Problem. Schon während der Testphase hat sich hier die Sohle teilweise gelöst, sprich die Haltbarkeit auf jeden Fall das Problem bei diesem Fußballschuh. Bei den ersten 2-3 Sessions auf jeden Fall merkt man schon, okay, die Haltbarkeit ist nicht ganz so gut, aber tatsächlich ab 3-4 Mal kann man schon mit Problemen rechnen, dass sich die Sohle löst oder wie gesagt Nähte aufgehen. Aber wie gesagt, für 50 € mit der Optik und dem Ballgefühl tatsächlich trotzdem für mich eine kleine Überraschung. Kommen wir mal zu einem kleinen Fazit, was den Fake-Fußballschuh von Jadon Sancho angeht. Und ich muss sagen, das ist tatsächlich der erste Fake-Fußballschuh, bei dem es von mir ein gutes Ergebnis gibt. Bis natürlich auf das Thema Haltbarkeit. Das war aber zu erwarten, dass es relativ kurzlebig sein wird. Auch das Ballgefühl und der Lockdown tatsächlich überraschend gut. Natürlich nicht zu vergleichen mit dem Top-Schuh, das will ich nochmal hervorheben. Das ist auf jeden Fall noch ein großer Unterschied dazwischen. Aber wie gesagt, auch der Preis von 220 € ist ein großer Unterschied. Deshalb würde ich mal eure Meinung gerne wissen. Sagt ihr, okay, das würde sich lohnen, diesen Fußballschuh zu spielen? Oder sagt ihr, nein, trotz der guten Optik und des Ballgefühls ist die Haltbarkeit einfach entscheidend und es lohnt sich nicht? Mein Fazit, obwohl es eigentlich fast nur Positives gibt, trotzdem keine Empfehlung, weil ich einfach kein Fan von Fake-Fußballschuhen bin. Das war es auch schon wieder zum Fake Nike Superfly von Jadon Sancho. Lasst mal eure Meinung da. Sagt ihr, okay, das ist eine Überraschung, für den Preis auf jeden Fall akzeptabel? Oder sagt ihr, nein, immer noch das Topmodell, beziehungsweise das ist Quatsch? Einfach mal Feedback in den Kommentaren da lassen. Falls ihr mehr Fake-Fußballschuhe sehen wollt, schaut gerne mal auf dem Kanal vorbei. Gibt schon 3 weitere Reviews und falls ihr Bock habt, kommt das Ganze auch häufiger. Deshalb kommentiert auch gerne mal, welchen Fußballschuh als Fake-Variante wir als nächstes testen sollen. Bis dahin, Leute, macht's gut, haut rein und